50 Jahre McDonald's in Deutschland, 50 Jahre Burgerkultur mit Wiedererkennungswert. Und genauso lange gibt es den Big Mac, den Cheeseburger Doppeldecker. Angeblich doppelt lecker, oder doch nicht? Wir beleuchten den Marktführer und vergleichen ihn mit der Konkurrenz. Wir schauen, was drin steckt im großen Mac. Geworben wird ja meist mit großen Gefühlen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. So gezielt warb McDonald's in den letzten fast 20 Jahren um Kunden, weltweit. Wie dieser Slogan auf Menschen wirkt und wie der Erfolg von McDonald's zu erklären ist, das sagt uns Marketing-Experte Arne Brekenfeld. Was sie verkaufen wollen, ist eigentlich ein Lebensgefühl. Das sind ja richtige Ikonen der Werbung geworden, in denen sich die Menschen heute, sagen wir mal, egal wo sie sind in der Welt, mit der Marke identifizieren. Und das sind, sagen wir mal, Emotionen, die diese Marke versucht zu kreieren oder in den Geschichten auch zu verpacken. Das Restaurant und das Essen ist dann oftmals tatsächlich nur der Effekt oder die Konsequenz daraus, dass ich eine gute Zeit habe mit Menschen. Ja. Was einen guten Burger ausmacht, weiß Henriette Wulff, Kochbuchautorin und Ernährungsberaterin. Sie wird den Big Mac für uns analysieren und verkosten. Bei einem Burger haben wir ein Zusammenspiel aus diesem würzigen Fleisch, einer cremigen Soße, diesem soften, buttrigen, leicht süßen Bun. Wir haben die Säure von den Gurken. Also da kommen ganz viele Geschmäcker, Aromen und Texturen auch zusammen, die ein richtig schönes Wohlgefühl erzeugen. Ein Burger ist heutzutage längst kein Fastfood mehr, sondern für viele ein Genussprodukt. Alle Zutaten bei Henriette Wulff sind bio. Reines Rindfleisch, im Gegensatz zu McDonald's echter Käse, frischer Salat und frische Brötchen. In 15 Minuten ist Ihr Qualitätsburger fertig. McDonald's setzt seit jeher auf Schnelligkeit. 1940 von den Brüdern Richard und Maurice McDonald in den USA gegründet, war es das Konzept Selbstbedienung und Effizienz, das Investor Ray Kroc überzeugte. Er machte 1954 eine weltweite Franchise-Kette daraus. Fastfood war geboren. 1971 wurde in München die erste Deutschland-Filiale eröffnet. Heute hat McDonald's hierzulande 1448 Filialen. Fast jeder hat eine in der Nähe. Das ist keine amerikanische Marke mehr, sondern es ist eigentlich eine Marke, die gesellschaftlich in Deutschland tief verankert ist. Also es ist eine Volksmarke und die hat ihren totalen Platz in der Gesellschaft. Die hat ja mit der Revolution des Restaurants einen erheblichen Anteil daran, dass sich auch gesellschaftliche Konventionen verändert haben. McDonald's hat halt geschafft, dass plötzlich ich mit den Fingern essen kann. Viele Menschen haben eine langjährige Verbindung mit der Marke. McDonald's kennt quasi jedes Kind. Doch nicht jeder bleibt für immer Fan. Also damals als Kind hat es mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich mag McDonald's. Ja, Fastfood halt. Ja, wird nicht schlecht. Wirklich. Auf geht's in die Burger-Stichprobe. Kurz bevor der Abend beginnt, genau dann sind sie besonders beliebt. Wir wollen herausfinden, ob 6 hungrige Burger-Fans es lieben, in den erfolgreichsten von McDonald's zu beißen. Und ob der Big Mac sofort zu erkennen ist. Zu 100% ist das ein Big Mac. Das hier ist der Big Mac. Der da. Das ist wahrscheinlich der hier. Alle haben den Big Mac unter den 4 Cheeseburgern sofort erkannt. Doch wie magisch schmeckt der Burger im Vergleich zur Konkurrenz? In unserem Test tritt der Big Mac gegen 3 vergleichbare Produkte an. Von Burgermeister, von Burger King und von Rosenburger. Der Big Mac ist der günstigste in unserem Test. Doch bevor wir verkosten, schaut sich Henriette Wulff die Zutatenliste auf der Webseite genauer an. McDonald's präsentiert transparent eine lange Liste. Doch die Ernährungsberaterin bemerkt, so transparent ist sie gar nicht. Erstmal fällt mir auf, dass es sehr viele komplizierte Wörter sind, wo man eigentlich als Laie vielleicht nicht immer genau weiß, was sich hinter diesen Begriffen eigentlich verbirgt. Im Brötchen zum Beispiel, da sind auch Emulgatoren drin oder Glucose-Fructose-Sirup, was nichts anderes ist als Zucker. Und Zusatzstoffe ermöglichen mir in der industriellen Verarbeitung einfach eine Vereinfachung, Preisvergünstigung.
Doch frische, hochwertige Inhaltsstoffe und zum Beispiel eine Bio-Qualität sind nicht unbedingt entscheidend. Qualität ist ja ein subjektiver Begriff. Der Kerntreiber dafür, zu McDonald's zu gehen, ist nicht, sich gesund zu ernähren, sondern die Leute wollen halt sich günstig oder relativ günstig ernähren. Und dann mache ich Zugeständnisse auch bezogen auf Nachhaltigkeitskriterien. Und nur mal ein Beispiel, wenn McDonald's jetzt komplett auf Bio umstellen würde, dann würde in Deutschland quasi kein anderer mehr Biofleisch essen können. Dann wäre Biofleisch vom Markt. Aber wie schmeckt der große Cheeseburger, der Big Mac denn nun? Ist der Marktführer auch in unserer Stichprobe die Nummer 1? Die 6 Burger-Testerinnen und Tester haben sich durch die Proben gekostet. Ergebnis? Der Geschmack des Big Mac überzeugte niemanden. Nee. Aber das Fleisch schmeckt ganz komisch. Es gibt auf jeden Fall große Unterschiede von würde ich nochmal essen, bis muss nie wieder sein. 3 Fähnchen für den Gewinner, den Cheeseburger von Rosenburger. Die Hälfte fand ihn am leckersten. Der Burger von Burgermeister erhielt 2 Fähnchen. Der Käsewhopper von Burger King bekam 1 Fähnchen. Der Big Mac von McDonald's ging leer aus. McDonald's präsentiert sich in vielen Bereichen innovativ, modern, nachhaltig und kundenfreundlich mit großer Präsenz im Alltag. Schon bei Kindern positioniert sich das Unternehmen für die Zukunft. Schon in den Spots aus den 70ern und 80ern stehen glückliche Kinder im Mittelpunkt. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass natürlich McDonald's auch marketingseitig wollte, dass man die Kinder früh an die Marke McDonald's gewöhnt. Das war, glaube ich, einer der großen Durchbrüche, warum die so erfolgreich waren. Dabei erklärt McDonald's, sie haben sich dazu verpflichtet, keine Werbung an Kinder unter 12 Jahren auszustrahlen, die nicht den festgelegten Ernährungskriterien entsprechen. Doch in diesem Spot bewirbt die Kette auf sehr spielerische Art ihr Kinderprodukt Happy Meal. Wir fragen nach, wie das zusammenpasst. McDonald's schreibt: In Deutschland erfüllen bereits über die Hälfte aller möglichen Happy Meal-Kombinationen diese Mindestanforderungen an Energiegehalt, Fett, Natrium und Zucker. Also je nachdem, welche Kombination ich mir aussuche. Also in einem Happy Meal den Cheeseburger, die kleinen Pommes, den Orangensaft und dann das Fruchteis. Da können schon mal 37,4 Gramm Zucker zusammenkommen und das sind mehr als die 25 Gramm pro Tag, die empfohlen sind für Kinder. Auch die Expertin beurteilt alle 4 Produkte in der Stichprobe nach Aussehen, Geruch und Geschmack. Ihr Gewinner, der Cheeseburger von Burgermeister. Der Big Mac von McDonald's fällt auch bei ihr durch. Insgesamt ist der nicht sehr geschmacksintensiv. Ich finde, es ist sehr viel Brot und es ist auch relativ trocken vom Brot und vom Fleisch her. Also für mich persönlich ist es wichtig, dass ein Burger Seele hat und Charakter. Dann macht so ein Burger auch richtig Spaß und ist auch richtiger Genuss. Auch wenn der Big Mac in unserer Stichprobe nicht sehr gut abschneidet und nicht alles perfekt ist, McDonald's ist Marktführer. Im letzten Jahr gingen mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland einmal pro Woche bei McDonald's essen.